Herzlich willkommen bei Never Alone! Alter, dieser Schneesturm. Wir gehen unsere Reise weiter. Ah, nicht ins Wasser fallen. Sehr gut. Fast Mist gebaut schon am Anfang. Das wollen wir ja nicht. Supayat ikayok takakanib alawlo dam na tarigan sibunaksip kanga nibeak siyakarolog kanudun pekpaganak tilangit tamat ko ikayok tawruat. Ah. Nibeak siyakarolog kangek singarok supayat ikayok takakanib luwit. Alawlo dam na tarigan sibunaksip kanga nibeak siyakarolog kanudun pekpaganak tilangit tamat ko ikayok tawruat. Braver Fuchs. Dann probieren wir es noch einmal, aber diesmal nicht runterfallen. Das ist ein schöner Geist. Ah, man muss zum Fuchs wechseln. Okay, muss man mir ja sagen. Okay. Der Anfangsfail war schon mal von mir. Meine Schuld. Sibunaksip kanga nibeak siyakarolog kanudun pekpaganak tilangit tamat ko ikayok tawruat. So, perfekt. Und durch die Hilfe der mystischen Geister kommen wir weiter. Und den nächsten Film haben wir freigeschaltet. Silla hat eine Seele. Silla is the weather. It also means the atmosphere. Here's the nuna, or the land. And it's anything from the land into the moon, the sun, the stars. That's Silla. It's a very spiritual, and we have a relationship with Silla. Silla has a soul in the same way we do as people, in the same way animals do. I think spirit helpers in and of themselves are really about how we're connected with things. And so it may be that there's a spirit helper that shows themselves as a bird to show you the way home, or it may be a spirit helper that actually decides to show themselves with the face and body of a man instead of their animal form. And so I think one of the things that's hard to understand is that it's not one way of seeing things, it's one way of knowing you're connected to everything. We've always had that spirituality of everything around us. It's the interaction you have with the air you breathe, the ocean that you gather resources from, the rivers from which you gather fish, the tundra from which you pick berries, the animals that give themselves. It's all of that.
Also eine Art erweiterte Mutter Natur. Auch sehr interessant. Schöne Sichtweise haben auch oft die indigenen Völker. Hopp. Perfekt. Nein, bleib oben. Na komm. Und jetzt können wir hoch. Perfekt, die Geister. Na komm, Schneesturm. Ich denke, in diesem Spiel hat der Let's Player nicht so verloren. Ich komme ja kaum dazu, irgendwas zu sagen. Beziehungsweise ich traue mich ja nicht, weil jederzeit kann er irgendwas Interessantes sagen. Die Kulturgeschichte interessiert mich jetzt schon von denen sehr stark. Ah, der Schneesturm hat wieder nachgelassen. Sehr gut. Soll ich nach oben? Ne, so weit nach oben kommst du nicht. Aber hier durch kann ich kriechen. Und hier kann ich mit Wandsprüngen arbeiten. Der Weg der Fallensteller. Ui, lernen wir, wie sie Fallen machen. In the winter, when we were traveling, we didn't build sod houses, we built snow houses. In Canada, they call them igloo, but here in Alaska, we call them apuya. We'd do a day of travel, and then we'd make a apuya. The next day, my father would set traps, spend the day there, rest the dogs, give them something to eat, and then the following day, we continued to the next place. We'd go to my dad's sister, who had a house at Bevölkerung. They had a small sod house over there. We didn't have to do anything. We just visit with them, and my dad and his sister were glad to see each other, and they'd talk away while us kids played outside or go to sleep. By the time we get back to our home, my father would leave us with our aunt or with my grandmother, and then he'd start on his trips and go check his trap line. We were not into 8 to 5 kind of time, you know. We're in a totally different kind. We're in ecological time. Sehr interessant. Und da sehe ich wieder Geister, die uns helfen wollen. Nutzen wir ihre Hilfe. Kannst du dann von hier jetzt? Ja, durch den Fuchs, der die Geister sehen kann. Vielleicht sogar selbst einer ist. Hilft er uns, unser Ziel zu erreichen. Hey, noch mehr Geister. Ah, der Schneesturm überrascht einen immer wieder. Oh, wann habe ich ihn gewechselt? Habe ich mich verdrückt? So, wahrscheinlich da hoch. Als Fuchs können wir ja da hoch. Und jetzt die Geister benutzen, aber ducken. Sonst fliege ich wieder runter. Dass man denen auch sagen muss, was sie tun sollen. Ja, falscher Knopf. Nein! Aber während ich mich halte, ist okay. Danke. Diese gnädige Unterstützung. Und jetzt du hoch. Na komm.
Auch mit dir. Hallo? Genau. Und der dritte Geist. Perfekt. Damit können wir unseren Weg weitergehen. Dank der Hilfe der Geister. Was ist passiert? Iverkseerollu tikitkaa aimarvini. Agelaan maluunaqsingamalaq. Injoquluk tikinngamaluq iverkseerollu piingaan. Ivaxaleqsimaluq sumittaimma. Nikatjakkumañaanniqsuq. Paqitqaangaarnagu ivaqtani. Nunaaqqiq ikiwaqtuaganiqsuq. Inyungi tuquttaqtauganiqsit. Es heißt, dass mit jeder Windböe pudriger Schnee in alle Richtungen wirbelte. Das ganze Dorf wurde von einem... Iverkseerollu upperigitka tautuktani. Ich auch nicht. Tautugunaqtuaqsunapayaaq sequminganiqsuq. Iverkseerollu ijuliaqatingi pisaullaganiqsut. Qanaquimña anuqulaqpallqiñam tainlaqumañaitka. Tamanga ikumawaqtuamin qaqraaqpam iñua niptaqtaq. Sumalagullaqami niviaqsiarullu piitsiñingani. Agalaan qaqraaqpallqiñat sagavingaaitsut. Immiñaulut sagaveqimiut tasamanga nunamin. Pakagahuting nunaaqqimin. Ah, okay. Ich weiß schon, was ich machen muss. Ich muss nur einen Moment warten. Ja, mit dem Wind kommen wir rüber. Doch was sollen wir jetzt machen? Wir müssen unser Volk finden. Ah, okay, wir müssen von da kommen. Oh ne, jetzt kann der Fuchs mit dem Wandsprung. Genau. Dann kommt der Geist auch runter. Hoffentlich helfen sie uns. Qaiguin tuting. Uqallaqtuq iñugungaruaq uppik. Qanaquuma ilisimaneqpaqa. Isumullaqtuq niviaqsiagalualuq. Qanuk kiitapura qaunugingagikpen. Qillautika piiukku. Ikayoquniaqalluarikpen kimun tainna nunaaqqiq. Sabaaqitilaanga. Das ist sehr interessant. Er will seine Trommel. Dann suchen wir die Trommel. Dann kann er uns helfen. Der Herzschlag der Gemeinschaft.
Doch wie das weitergeht, das sehen wir im nächsten Part von Niemals allein. Bis dann. Ciao.